Was geht ab, meine lieben Schrauberfreunde? Wir machen weiter an der R660. Gesichts? Beim letzten Mal haben wir die Seitenverkleidung, die Heckverkleidung ausgebaut und den krummen Kennzeichenhalter entfernt. Die eine Schraube, die wir nicht losbekommen haben, habe ich am Ende mit meinem Vater zusammen mit vereinten Kräften und einer Wasserpumpenzange rausbekommen. Ich drehe euch mal kurz um. Mal gucken, ja, ich weiß nicht, ob man das hier so richtig sehen kann. Die Schraube ist auf jeden Fall ziemlich krumm und deswegen wollte sie auch nicht rauskommen. Das Thema ist auf jeden Fall jetzt gegessen, deswegen können wir weiterschrauben. Und als nächstes geht es der Front an den Kragen und dann wollen wir mal schauen, was wir sonst noch alles in diesem Video fertig kriegen. In diesem Sinne, viel Spaß und rein da. Let's go! Okay, wir starten mit der Innenverkleidung von der Kanzel. Dafür müssen wir hier nur eine Schraube lösen. Um die Spiegel loszumachen, müssen wir hier die zwei Schrauben lösen. Das sind zwei 10er Schrauben. Jo. Noch mehr Grünzeug. So, die Spiegel sind beide ab. Und man sieht ja hier, sind verkratzt, aber eigentlich alles nur ziemlich oberflächlich. Ich denke mal, dass es reicht, wenn man die ein bisschen schleift und dann einfach lackiert. Ist wieder ein gebrochenes Stück von der Kanzelabdeckung. Hier sind einige lose Stecker. Hier der ist zum Beispiel nicht besetzt. Hier der ist nicht belegt. Das wird bestimmt für die Blinker sein, wenn man die in den Spiegeln einbaut. Was ist hier? A, USB. Naja. Wir müssen jetzt mal gucken. Es kann sein, dass um den Rest von der Kanzelverkleidung abzumachen, der Scheinwerfer schon ab muss, weil das alles damit dran hängt. Müssen wir uns mal Stück für Stück rantasten und gucken mal, was ab muss und was nicht. Am Ende soll ja eh alles ab. Hier sind noch Stücke von der Windschutzscheibe. Da ist auch schon eins runtergefallen. Tada! Da ist das gute Stück. Jetzt können wir auf der Innenseite auch anfangen, die restlichen Teile von der Verkleidung abzumachen. Da ist man vorher nämlich nicht dran gekommen. Das geht also erst, wenn man den Scheinwerfer abgebaut hat. Und das geht im Prinzip relativ einfach mit 4 Schrauben, die noch übrig geblieben sind. Auch hier schon wieder ein Teil von der Verkleidung gebrochen. Noch mehr Dreck. Insgesamt auch einige Bruchstellen hier unten, eine Halterung gebrochen. Hier halt wie gesagt die Kratzer. Und auf der anderen Seite ist hier die Halterung. Da sieht man, da ist aber auch ein Riss drin. Hier die Halterung ist komplett abgebrochen. So müsste die normalerweise aussehen. Naja,
Es ist wie das. Hier bei der Kanzelverkleidung sieht man schon einige Stellen, wo die Halter abgebrochen sind. Hier der Halter ist weg, hier der Halter ist weg, hier der Halter ist weg. Hier der Halter ist zumindest angebrochen schon. Das Ding wird also nichts mehr. Und auch hier schreiben wir natürlich wieder drauf, woher es kommt. Verkleidung, Kanzel. Ich hatte mir überlegt, die Blenden vom Auspuff auch schwarz zu lackieren, deswegen bauen wir die als nächstes aus. Eine ist kaputt, die habe ich schon neu bestellt und dann habe ich noch hitzeunempfindlichen Lack dazu bestellt in schwarz-matt. Wird bestimmt besser aussehen als das graue. Und dann irgendwann vielleicht kommt mal ein richtiger Sportauspuff dazu. Mal gucken, erstmal fangen wir damit an und dann sehen wir weiter. Also scheinbar müssen hier zuerst die Fußrasten ab, dann machen wir damit jetzt als nächstes weiter. Und zwar brauchen wir für die Demontage eine 24 mm Nuss für die obere Schraube und für die untere Schraube brauchen wir eine 13 mm Nuss. Ich habe mir so eine lange dafür genommen. Alter Schwede. Oh. Neuer Tag, neues Glück. Gestern habe ich versucht, die Abdeckung vom Auspuff abzumachen, was auf der einen Seite nicht funktioniert hat, weil dafür scheinbar erst die Fußraste ab muss. Die Fußrasten wollte ich abmachen, hat auch nicht so funktioniert, wie ich wollte. Die 24er Nuss, die war doch fester, als ich dachte, habe ich so auf Anhieb nicht losbekommen. Und bevor ich irgendwas kaputt mache, habe ich gesagt, besorge ich mir erstmal anderes Material. Ich habe mir jetzt einen Schlagschrauber besorgt, um die Nuss zu lösen. Die soll mit 110 Newtonmeter festgemacht sein, kam mir auf jeden Fall wie mehr vor. Na, jetzt haben wir einen Schlagschrauber, um das loszumachen. Und dann habe ich noch eine Stange besorgt, um die Schwinge zu halten, weil die Stange, die beide Fußrasten festhält, geht durch die Schwinge durch. Und wir wollen ja nicht, dass das Moped auseinanderfällt, nur um die Fußrasten abzumachen. Von daher versuchen wir jetzt mal unser Glück mit den neuen Geräten. Okay, wir fangen an mit der Fußraste auf der Fahrerseite, sag ich schon. Wir fangen an mit der Fußraste links. Um erstmal ein bisschen Platz zu schaffen, machen wir hier das Schaltgestänge vom Quickshifter ab. Das muss eh neu. Als nächstes kümmern wir uns jetzt um die Schrauben. Mensch, hoch leben die Maschinen. Come with me if you want to live. So, die untere sollte wohl nicht so schwer losgehen. Naja. So, hier drin ist noch eine Dichtscheibe, ein Dichtring. Der muss natürlich mit raus. Den dürfen wir nachher nicht vergessen. Und hier ist auch noch ein zweiter. Den dürfen wir natürlich auch nicht vergessen. Die Fußraste ist aus dem Weg. Jetzt müssen wir quasi hier die Stange durchschlagen. Daran ist die Schwinge aufgehangen und das muss man lösen, um auf der anderen Seite dann nachher die Fußraste auch abmachen zu können. Ich würde es am liebsten hiermit durchhauen, nur ich glaube, das ist ein kleines Stück zu kurz. Jetzt habe ich noch einen großen Bohrer besorgt, den werden wir dann wahrscheinlich alternativ da durchstecken. Aber erstmal fangen wir an, das loszuklopfen und dafür habe ich einen Kunststoffhammer. So, wie wir gehört haben, ist auf der anderen Seite das Teil angekommen. Ist raus. Die Stange ist durch. Naja,
Hat sich natürlich ein bisschen bewegt, weil die Stange jetzt zu dünn war. Aber alles in allem haben wir es herausgekriegt. Das ist die Hauptsache. Und dann können wir direkt auf jeder Seite weitermachen. Weiter geht's hier mit der Fußrast auf der rechten Seite. Man muss am besten zuerst die Bremsanlage hier abmontieren. Dafür muss man hier unten, man muss diesen Gummi hier rüberziehen, damit man das aufklappen kann. Dann kann man das hier abmontieren und die 2 Schrauben abmachen. Und dann bauen wir das hier quasi lose rum. Da müssen wir schon mal aufpassen. Und dann ist hier diese Elektronik, hier sieht man jetzt nicht das Kabel, das ist hier hinten dran befestigt. Das müssen wir aufpassen. Fangen wir erstmal mit dem Bremszylinder an. Ich habe keine Ahnung, wie hier dieses Teil heißt. Das muss auf jeden Fall ab, damit wir das Ganze losmachen können. Da haben wir das Teil auch ab. So, jetzt binden wir uns noch gerade die 2 Teile hoch. So ist uns das Ganze nicht mehr im Weg. Jetzt machen wir noch hier das Teil und hier die Sachen ab, damit wir quasi hier die ganze Fläche frei haben zum Folieren. Ah ja, und wenn wir schon mal gerade dabei sind, können wir jetzt auch endlich hier die Abdeckung abmachen. Tada! Hier das Gummi und hier oben das Gummi abmachen. So, hier, das ist die Auspuffabdeckung, die wir gerade abgebaut haben. Die muss ich nur sauber machen und dann zum Lackieren vorbereiten. Das hier wird so bleiben, das hier wird schwarz-matt für einen kleinen Farbkontrast. Hier, das ist die andere Seite, die ist hier ein bisschen beschädigt. Deswegen habe ich die neu bestellt. Und das müsste rein theoretisch in hier diesem Paket sein. Da schauen wir jetzt mal rein. Und da haben wir das gute Stück. Ja, muss natürlich auch nochmal sauber gemacht werden und zum Lackieren vorbereitet werden. Aber wie wir hier sehen, ist das genau dieses Teil. Sehr gut. Hier sollte die Dose drin sein. So, und das hier ist der Lack, mit dem wir das mal probieren werden. Gucken wir mal, was draus wird. So, wir sind heute das erste Mal draußen. Ich hoffe mal, bei dem Wind kann man mich hören. Aber wir müssen das Wetter nutzen, um kurz die Auspuffteile zu lackieren. Und wenn ich das drin mache, kriege ich auch einen Deckel. Von daher machen wir es draußen. Wir machen Feierabend für heute. Wir haben doch noch einiges geschafft, mehr als ich dachte. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich würde mich über ein paar Likes und ein paar neue Abonnenten freuen, also macht doch bitte schnell die 2 Klicks. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Habt noch eine schöne Woche. Bis denn. Ciao, ciao.